Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wenn ihr die zwei Ohren hier seht, dann wisst ihr vielleicht schon, was los ist. Es gibt nämlich wieder mal was auf die Ohren. Wir haben neue Kopfhörer hier und zwar diesmal die Xiaomi Redmi Buds 5 Pro im Test für unter 60 Euro. Viele Features, wir gucken uns die Dinger mal an. So, dann packen wir mal aus und gucken rein, was denn da so drin ist. Bestellt übrigens bei AliExpress, die übrigens dieses Video auch mit diesem kostenlosen temporären Leihexemplar unterstützt haben. Gerade Jubiläumsverkauf, Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, später dazu noch etwas mehr. Ja, also haben wir hier einmal die Kopfhörer, eine Bedienungsanleitung ist dabei, wobei die tatsächlich in dem Fall jetzt hier wahrscheinlich eh nicht benötigt wird. Wir haben ein Ladekabel mit dabei, das hat USB-C und auf der anderen Seite USB-A, also sprich, wir können das Ding nachher auch per USB-C laden, ist ja schon mal eine wichtige Information. Ansonsten hier noch zusätzliche Aufsätze für die Ohrhörer, das ja aus meiner Sicht wirklich extrem wichtig, damit die A gut im Ohr halten und B der Sound, beziehungsweise hier haben wir ja auch ANC mit an Bord, damit die beiden Funktionalitäten halt optimal miteinander spielen können. Jetzt haben wir hier das Gehäuse und das ist hier nochmal separat verpackt. Wir haben die schwarze Variante hier, es gibt auch noch eine weiße Variante und ich glaube noch eine dritte Farbe, weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau. Das ist also das Gehäuse und sowohl Gehäuse als auch Kopfhörer gucken wir uns im nächsten Schritt dann mal genau an. Ja, Kopfhörer respektive Ohrhörer meine ich natürlich. Erstmal zum Gehäuse, aber obendrauf so ein mattes Schwarz, unten veganes Leder, wie der Hersteller so schön sagt, also sprich Kunstleder. Hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn es unten auch in Plastik gehalten wäre. Das Gehäuse aber aus meiner Sicht so schon mal ganz ansprechend gestaltet. Auf der Rückseite dann noch der Name, unten der Button zur Konnektierung oder beziehungsweise ich glaube, das Wort gibt es gar nicht, um die Konnektivität herzustellen und dann das der USB-C-Anschluss zum Laden. Oben dann die beiden Ohrhörer drin. Hier noch eine kleine LED, die sowohl den Ladezustand bzw. die Ladefunktionalität anzeigt, als auch die Kopplungsfunktionalität. Dann hier einmal die Ohrhörer und ihr seht hier, dass an der Außenseite, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, hier wo auch die Touchflächen sind, da ist das so ein bisschen gemasert, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ist Geschmackssache. Ich persönlich hätte mich auch gefreut, wenn es nicht gemasert gewesen wäre, aber es ist, wie es ist. Unten die Anschlüsse zum Laden und dann haben wir da gerade auch noch das Mikrofon gesehen. Ansonsten hier ein Klon vielleicht von einem anderen großen Hersteller, der aus Amerika kommt. Da kann man, glaube ich, die Ähnlichkeit nicht bestreiten. Optisch aus meiner Sicht ansprechend. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde auch ganz gut, dass der Pin unten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eigentlich, dass der auch nicht zu lang ist. Ansonsten haben wir hier Magnete drin, die das Ganze auch nochmal in die Halterung ziehen. Auch das finde ich persönlich ganz wichtig, weil damit umgeht ihr, dass das Ding nachher nicht vernünftig lädt. Wie gesagt, Länge aus meiner Sicht oder beziehungsweise Kürze ist aus meiner Sicht optisch dann auch wieder passend. Kommen wir zum Halt im Ohr und dafür natürlich meine Silikonohren hier und ich zeige euch zunächst mal, wie man die Ohrhörer korrekt einlegt, also unten reinstecken, oben reindrehen, das ist ja so dieses Prinzip, dass ihr dann hier mit dieser Auswölbung, die am Ende des Ohrhörers ist, eben hinten am Ohr aufschlagt sozusagen, sodass das Ganze dann auch sauber hält. Das kann mal mehr, mal weniger reingedreht werden müssen, ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass es ausreichend Halt hinten am Ohr hat und vorne den Gehörgang nach euren Wünschen abdichtet. Und je nachdem, wie euer Gehörgang geformt ist, müsst ihr halt dann gucken, welcher von den Aufsätzen der richtige für euch ist. Am Ende ist der Halt bei den Redmi Buds 5 Pro aus meiner Sicht sehr gut. Ihr habt hier diese Auswölbung und die passt auch tatsächlich in das Beispielohr hier und auch in mein Ohr, was nicht heißt, dass sie überall passen, denn Ohrhörer ist das natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, je nach Ohr. Aber die halten wirklich bombenfest, könnt ihr Sport mitmachen, fällt nichts raus, überhaupt kein Problem. Drücken auch nicht unangenehm, also sprich, da ist auch nicht ganz viel Druck im Gehörgang, das ist ja durchaus auch was manche als unangenehm empfinden, ist hier kein Problem. Von daher Tragekomfort und so weiter gibt es für mich auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Aber denkt immer dran, eure Ohren sind durchaus unterschiedlich und da muss man in Teilen dann auch gucken, ob sie dann für alle Ohren passen. Ja, Thema Akkulaufzeit, da gibt es natürlich zwei Dinge zu sagen. Einmal hier die LED, unten das Ladeport, um dann mit USB-C zu laden. Drahtlos laden geht leider nicht. Das Gehäuse hat tatsächlich eine Kapazität von 480 mAh und dazu kommt natürlich noch die Kapazität bzw. die Reichweite in Anführungsstrichen der eigentlichen Ohrhörer. Das Gehäuse bringt tatsächlich knapp über 30 Stunden in meinem Test und
man kommt auf 9, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem, ob man ANC und Lautstärke einstellt, mit den Ohrhörern selber. Also das ist tatsächlich schon eine relativ lange Laufzeit, mit der ich auch echt zufrieden bin, zumindest für die Ohrhörer. Das Ladecase, ja, in Summe macht das dann, glaube ich, eine ganz gute Akkulaufzeit. Jetzt nicht völlig überragend, muss man auch sagen, aber ich denke, für den Preis ist die Akkulaufzeit, glaube ich, schon eher ein Daumen nach oben, sprich ein Pluspunkt, wenn man das im Vergleich auch zu anderen Ohrhörern so sieht. Und Schatten, denn jetzt sind wir beim Sound und dazu wie immer meine Referenzsongs, mit denen ich versuche, den Sound zu bewerten. Hier seht ihr sie dann auch und ja, da muss man einfach sagen, ich versuche dann immer so, das ist eine knappe Stunde Laufzeit, damit die Ohrhörer auch in verschiedenen Equalizer-Einstellungen mir anzuhören. Gibt ein paar wichtige Punkte zu beachten. Einmal, das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, kein vollkommen objektiver. Der zweite Punkt ist, guckt, dass die Ohrhörer richtig abdichten, damit der Sound auch wirklich gut in eurem Ohr ankommt. Und man muss jetzt sagen, dass die Redmi Buds 5 Pro vom Sound her okay sind. Ich würde mal sagen, vielleicht so eine 3 plus, 2 minus. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht ein Riesenhighlight, muss man ehrlicherweise gestehen. Da gibt es, glaube ich, auch für den Preis durchaus noch bessere Ohrhörer. Aber es ist auch im Rahmen dessen, was man vielleicht erwarten darf. So formuliere ich es mal. Und ich hoffe, das hilft euch zumindest einen gewissen Eindruck zum Sound zu bekommen. Thema ANC und Telefonie, da vielleicht zunächst mal zum Punkt ANC. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr die Ohrhörer richtig anpasst. Sprich, ihr braucht den richtigen Silikonaufsatz. Nur dann funktioniert das Prinzip logischerweise. Und man muss jetzt dazu sagen, dass es bei den Redmi Buds 5 Pro nicht optimal funktioniert. Also es gibt ein Grundrauschen, was natürlich vielleicht in gewissem Maße dem Prinzip bedingt ist, aber bei anderen Ohrhörern halt deutlich besser ist, aber auch zu teurem Preis. Also sprich, in dieser Preisklasse würde ich mal sagen, ist das schon okay. Was deutlich besser ist, ist der Bereich Telefonie, gerade Wind und so weiter und so fort, ist es nicht so anfällig, das ist mir nicht aufgefallen und auch meinem Gegenüber, mit dem ich telefoniert habe, ist das jetzt nicht negativ aufgefallen. Von daher für Telefonie sind sie dann nochmal deutlich besser geeignet als eigentlich ANC-Kopfhörer. Das ANC funktioniert, aber eben halt nicht überragend mit dem Rauschen und so weiter und so fort. Im Übrigen, die Bedienung ist tatsächlich dann auch ganz gut. So, wir sind durch mit unserem kleinen Test zu den Redmi Buds 5 Pro und ich will euch abschließend noch meine persönliche Meinung zu den Redmi Buds 5 Pro sagen. Also insgesamt ist das aus meiner Sicht in Ordnung. Es ist nicht vollkommen überragend, was wir hier sehen in dem Bereich. Sound ist okay, Akku ist gut, Bedienung ist auch gut und auch der Halt im Ohr ist gut und auch die Optik gefällt mir, aber Sound ist halt nicht ganz überragend. Im Übrigen, vielleicht das noch der Hinweis, es gibt aktuell bei AliExpress, die uns ja diese Ohrhörer hier temporär zur Verfügung gestellt haben, gerade den Jubiläumsverkauf. Die Links dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wer Lust hat, klickt einfach mal rein. Gibt es irgendwie diverse Coupons und man kann eine ganze Menge sparen. Guckt einfach mal rein, falls euch das interessiert. Am Ende muss man sagen, für unter 60 Euro ist dieses Ding, das Paket, was wir hier bekommen, ist in Ordnung aus meiner Sicht, aber es ist auch nicht vollkommen überwältigend. Also insofern, wenn ihr Xiaomi oder auch Redmi gut findet und da vielleicht auch noch passende Telefone habt und so, guckt euch das Ding mal an. Ansonsten gibt es durchaus auf dem Markt auch noch andere Ohrhörer, die vielleicht da interessant sein können. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare. Ich versuche nach bestem Wissen und Gehwissen natürlich alles zu beantworten, was ihr vielleicht noch an Fragen habt. Danke euch fürs Zusehen. Klickt gerne auf Abonnieren, wenn ihr mögt, oder auf den Daumen nach oben. Ich bedanke mich. Macht's gut, schönen Abend und am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.